Nikolaus Blumberg, ich bin Produktmanager bei Kubota Deutschland, verantwortlich für die M-Traktoren, das heißt für die Leistungsklasse von 120 bis 175 PS. Hier sehen wir heute den M592. Wir haben hier verbaut einen 3,8 Liter Kubota Motor. Die Maschine verfügt serienmäßig über ein 36-36 Getriebe. Die Hauptmerkmale dieser Maschine ist eine grundsolide Maschine mit einer sehr großen und geräumigen Kabine, einfache Bedienung, viel Platz, um auch einen Sozius, also Beifahrer, mitnehmen zu können. Wir haben hier eine sehr hohe Nutzlast bei der Maschine, rund 4 Tonnen Hubkraft im Heck. Und eine kleine Besonderheit, die wir hier an dieser Maschine jetzt hier für den Einsatz am Schneeschild haben montiert. Das wird Ihnen aber mein Kollege Friedrich Felder vorstellen. Mein Name ist Friedrich Felder. Ich bin aktuell Praktikant bei der Firma Kubota im Produktmanagement. Ja, mittlerweile ist im kommunalen Einsatz, sprich sehr interessant für Landwirte, die im Winterdienst tätig sind, oder aber auch Bauhöfe, Kommunen, die Koppelplatte nicht mehr wegzudenken. Wir haben hier von der Firma Folger eine fix montierte Anbaulösung. Wir sehen hier die Kommunalplatte, die Koppelplatte, die mit dem Schneepflug verbaut wurde. Wir können hier den Unterzug sehen, der sehr massiv ausgelegt wurde. Kann auch gespannt werden, wie wir das hinten sehen. Er führt bis hinter die Hinterachse und ist entsprechend für anspruchsvolle Schubarbeiten ausgelegt. Dank der Frontlader-Vorrüstung können wir in Kombination mit den insgesamt 3 Tonnen Nutzlast 4 doppelwirkende Steuergeräte realisieren, was für den kommunalen Einsatz eine sehr elegante Lösung darstellt. Wie wir hier sehen können, haben wir den Joystick für die Verstellung des Schneepfluges. Wir können den, wie beim Frontlader auch üblich, nach links schwenken, sodass sich das Schneeschild auch nach links bewegt. Bewegen wir den nach rechts, bewegt sich nach rechts oder eben intuitiv nach vorne oder nach hinten für die Bewegungen auf und ab. Ja, sehr herzlich möchten wir uns auch bei der Firma PEWAG bedanken, die uns hier im Winterdienst unterstützt hat durch die Schneeketten, die sie uns zur Verfügung gestellt haben, ja, die auch eine sehr gute Arbeit uns ermöglicht haben. Ja, ein weiteres Modell, was wir von Kubota nun hier im Schneeeinsatz mit dabei haben, ist der Kubota M6. Die Maschine ist verfügbar im Grobleistungsbereich von 120 bis 140 plus 20 PS Boost. Und in der Maschine haben wir verbaut den klassischen 6,1 Liter Motor von Kubota, einen Vierzylindermotor mit einem extrem langen Hub. Und diese Vorteile, deshalb gehe ich auch mal etwas genauer drauf ein, sind hier insbesondere beim Arbeiten mit der Schneefräse zu merken. Wir haben also enorm hohes Drehmoment auch bei reduzierter Drehzahl, das heißt so ungefähr 1500-1600 Umdrehungen können wir hier auch mit der Schneefräse fahren und somit sind wir vom Verbrauch her sehr, sehr günstig unterwegs. Das heißt also, wie gerade beschrieben, in der reduzierten Drehzahl können wir auch bei extrem hoher Schneematte beim Fräsen hier mit 0,6 Stundenkilometer hervorragend mit dem Standardgetriebe, wie wir es hier drin haben, fahren. Voll lastschaltbar ist das Getriebe. Wir haben eine Automatikfunktion, in der wir dann in diesen 8 Lastschaltstufen frei konfiguriert schalten lassen können, was jetzt weniger interessant ist, hier bei den reinen Zapfwellenarbeiten, aber zum Beispiel für den Transport. Ganz besonders interessant ist, die Wendigkeit der Maschine anzusprechen. Wir haben auch hier am M6 die Kubota-typische Portalvorderachse mit einem doppelten Kegelradantrieb in Öl laufend, wartungsfrei. Damit haben wir eine sehr hohe Durchgangshöhe unter der Maschine her, je nach Einsatz. Und bauartbedingt bringt das die Möglichkeit, dass wir hier einen enorm hohen Lenkeinschlag generieren können von tatsächlichen 50 Grad und können hier mit einem Wendekreis von 9 Metern arbeiten. Wir haben das Ganze hier auch schon im praktischen Einsatz auf der Passstraße ausprobiert. Wir haben also mit diesen 4,5 Metern Wenderadius die Möglichkeit, dass wir tatsächlich in der Serpentine drehen können. Die Maschine verfügt für seine Klasse über die größte Kabine mit ca. 1,65 Meter Innenraummaß. Besonders angenehm ist hier im Einsatz mit dem Schneeschild oder der Schneefräse die Bedienung über das Einhebelsteuergerät nutzen zu können. Dazu haben wir uns die Frontladervorbereitung zu eigen gemacht, setzen von oben drauf von MX eine Kupplungsglocke, mit der wir dann halt direkt die hydraulischen Funktionen abnehmen für den Frontanbau.
Der Kubota M6 verfügt serienmäßig über 3 Steuergeräte. Diese lassen sich aus der Kabine mechanisch im Durchfluss einstellen. Optional gibt es ein 4. Steuergerät. Daneben zu sehen sind die Vorwahlhebel für die serienmäßigen 4 Zapfwellengeschwindigkeiten. Der dritte im Bunde, den wir hier mit bei unserem Schneedreh in Kitzbühel haben, ist der Kubota M7, hier als 153 Premium. Kurz zur Serie. Der M7 wird von rund 30 bis 175 PS angeboten. Was hier besonders auffällt, dass die schwer ausgelegte Vorderachse uns hier für enorme Vortrieb auch mit der großen Schneefräse zur Verfügung steht.